Die ersten Bilder des BYD Yangwang U7 wurden veröffentlicht und schnell wird klar, das Ding wird ein Autobahnkiller. Und das nicht nur wegen seiner brachialen Leistung, sondern auch beim Preis. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Yangwang ist eine High-End-NEV-Marke, die Anfang 2023 eingeführt wurde. Derzeit wird in China ein einziges Modell verkauft, der Offroader Yangwang U8 mit einem Startpreis von über 140.000 €. Das zweite Modell ist der elektrische Sportwagen Yangwang U9, für den im Dezember 2023 in China eine Verkaufslizenz beantragt wurde. Das dritte Yangwang-Modell ist die U7-Limousine. In China wurde es schon mehrfach ausspioniert. Die Frontpartie des Yangwang U7 übernimmt die markentypischen Scheinwerfer. Die vordere Stoßstange des U7 verfügt über einen großen Lufteinlass mit darauf montiertem Ultraschallradar. Der Seitenschweller und die Splitter bestehen aus Kohlefaser. Der U7 hat eine schräge Motorhaubenlinie und einen LiDAR-Sensor von Robosense. Von hinten sieht man eine einzelne Rücklichteinheit und einen sportlichen Heckdiffusor. Weitere Details am Äußeren sind 5 Speichen 21 Zoll Felgen mit Kontinentalreifen und einziehbare Türgriffe. Zum Interieur gibt es noch keine Infos, so kann man aber davon ausgehen, dass der U7 Bezüge zum U8 nimmt. Der BYD Yangwang U7 ist ein ziemlich großes Auto. Er kommt auf eine Länge von 5,27 Meter, 2 Meter Breite und 1,52 Meter in der Höhe. Der Radstand liegt bei 3,16 Metern. BYD nennt bislang nur eine Gesamtleistung von 750 kW, also rund 1020 PS und Allradantrieb, bei dem die Vorderräder abgekoppelt werden können. Ob der U7 dabei auf den Hybrid-Antriebsstrang aus dem SUV oder den reinen Elektroantrieb aus dem Supersportler zurückgreift, bleibt offen. Denkbar ist auch, dass der U7 in beiden Versionen kommt. Ansonsten liegen keine detaillierteren Informationen zum Yangwang U7 Antriebsstrang vor. Da Yangwang-Vertreter ihn als NEV-Limousine bezeichnen, besteht die Möglichkeit, dass er ein EREV wird, ähnlich dem U8 SUV. Sicher ist bis jetzt aber nur, dass der U7 über 4 Elektromotoren verfügen wird. Im September 2023 gab CSTAA bekannt, dass der U7 einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,195 haben wird. Zusammen mit dem Xiaomi SU7 wird es der aerodynamischste PKW sein. Bislang hält BYD weitere Details zurück, unbekannt bleiben neben dem Antriebsstrang auch Informationen zum Akku und der Reichweite des Fahrzeugs sowie sein konkretes Erscheinungsdatum. Der Yangwang U7 wird das obere Ende der BYD-Produktpalette einnehmen, wenn er in den Verkauf geht. Es wird erwartet, dass die Preise in China bei umgerechnet etwa 130.000 € beginnen. Ob das Fahrzeug auch für den Export gedacht ist, bleibt ungewiss. Preislich bewegt sich der U7 also in der gleichen Liga wie die Luxuslimousinen von Mercedes-Benz, BMW und anderen Topmarken. Wie gefällt euch der BYD Yangwang U7? Und was denkt ihr, würde der bei uns kosten? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!